Wie sollen wir das? Yeah. Oh je. Ja, super, easy. Wackelt das? Nee. Hat Toll. sich so angefühlt. Toll. Bisschen Sonne. Aber wirklich, es ist wie Schottland. Das ist, als wären wir in so einem Loch Lomond oder so. Oder so bergige Berge, schneebedeckte Berge. Oder ein bisschen wie Norwegen, weil es auch immer so, die Straße ist so die Küste entlang, hat man so Berge. Und ja, es könnten auch so Fjords sein. Ja. Jetzt ist die Sonne ein bisschen rausgekommen, deswegen haben wir uns gedacht, bevor wir jetzt weiterfahren, nutzen wir das noch mal kurz, um rauszugehen. Unser Frühstück mit Celine von Celine on Tour, könnt ihr auch bei Instagram folgen, wenn ihr wollt, war richtig schön. Das war irgendwie mega gut, so Tipps zu bekommen. Ja. Die kommt nämlich gerade daher, wo wir jetzt hinfahren. Genau, und fährt dahin, wo wir waren. Das heißt, wir konnten uns perfekt austauschen. Und ich fand es voll spannend, weil sie halt alleine unterwegs ist, da ein bisschen über ihre Erfahrung zu hören, wie das ist, alleine als Frau vor allem mit einem Van unterwegs zu sein. Und so weit hatte sie nur am Ende in Italien so ein bisschen ein ungutes Gefühl, aber sonst hat sie sich sehr sicher gefühlt. Und sie hat uns vor allem auch Portugal empfohlen, wo wir vielleicht nächsten Winter dann mal hin wollen in die Richtung. Genau, und jetzt geht's weiter. Ja, hinter uns, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da sind schneebedeckte Berge. Also das Wetter ist noch immer richtig kalt. Und ich weiß nicht ab wie vielen Metern, aber irgendwas über 1000 Meter liegt auf jeden Fall Schnee. Und Celine ist gestern halt auch hierher gekommen und ist durch den Schnee durchgefahren. Ich hoffe, das müssen wir heute nicht machen mit unseren Sommerreifen. Aber wir wollen jetzt nach Delphi, das ist in die Richtung. Irgendwie ein bisschen die Tempel anschauen. Die Tempel anschauen und natürlich das Orakel von Delphi. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ich kenne das nicht. Okay, das werden wir dann alles erfahren und darüber vielleicht ein bisschen was erzählen und einfach mal gucken, wie diese kleine Stadt so aussieht und welche Ruinen es so gibt. Und hoffen, dass wir nicht im Schnee stecken bleiben. So sieht's aus. So, dann geht's jetzt los. Ich habe auch meinen Winterpulli übrigens an, weil wir jetzt hier in den Schnee fahren vielleicht. Und ich bereite mich schon mal vor, alle Infos über Delphi zu erfahren. Da hilft natürlich sehr das Internet. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Ort und mehr dazu dann gleich, wenn wir dort sind. Anstellen nicht vergessen. Jetzt sind wir auf fast 500 Meter, noch kein Schnee, aber viele Kurven. Uiuiui. Wir sind jetzt in Delphi angekommen und Delphi ist einer dieser Orte, den ich von Mythen der alten Griechen kenne, nämlich durch das Orakel von Delphi. Des Mythos nach hat Zeus nämlich 2 Adler losgeschickt und die haben sich hier in Delphi getroffen. Und deswegen war Delphi für die alten Griechen sowas wie der Mittelpunkt der Welt und eine ganz bedeutende Stadt und Kulturstätte. Puh, ist aber richtig kalt hier, so richtig eisiger Wind. Ich bin sehr froh über meinen Norwegen-Pulli. Aber es ist eine super Aussicht und wir schauen uns jetzt erstmal die Stadt an und gucken, ob wir da auch auf diese archäologischen Ausgrabungen gucken können. Ja, wo sind sie denn, die Tempel? Ja, da und da. Ich glaube, da können wir auch hin. Ja? Ich glaube, das ist der uns empfohlen wurde, der keinen Eintritt kostet. Ach, da hinten, ja. Genau, der ist dann, ich glaube, einfach ein alter Tempel für Athen. Und das ist halt das Orakel von Delphi gewesen. Hinter uns, hinter diesem Zaun, ist jetzt diese Ausgrabungsstätte von dem Orakel von Delphi. Und das Orakel von Delphi war halt ein Ort, wo die alten Griechen hingegangen sind, um eine Frage zu stellen und dann eine Antwort bekommen haben von bestimmten Priestern. Und diese Priester konnten dann irgendwie bei Göttern nachfragen und haben da halt die Antworten bekommen. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, da nicht reinzugehen, weil das Geld kostet. Für Leute unter 25 ist übrigens alles kostenlos, alle Museen in Griechenland. Aber wir sind leider ein bisschen älter und müssten deswegen Eintritt bezahlen. Und an sich finde ich das super spannend, so eine Ausgrabungsstätte, aber es ist halt auch sehr ähnlich und hier gibt es auf jeden Fall auch Tempel und Ruinen, die halt kein Geld kosten. Und je länger wir unterwegs sind, desto mehr müssen wir natürlich auch irgendwie priorisieren. Wollen wir dafür jetzt Geld ausgeben oder wollen wir zum Beispiel eher auf die Akropolis in Athen oder wollen wir das überhaupt sehen oder reicht uns das aus der Ferne? Und irgendwie haben wir uns da auch die Frage gestellt, warum reisen wir überhaupt? Weil früher war Reisen für mich okay, Sightseeing, also Tourismus, also Sachen sehen. Und inzwischen, je länger wir unterwegs sind, ist es mehr so geworden, dass wir das tatsächlich
wegen der Freiheit, die wir dabei spüren, weil wir jetzt so frei und unabhängig sind, dass wir es deswegen tun, weil wir irgendwie mehr Leute treffen wollen, darin werden wir jetzt auch ein bisschen besser und einfach wegen der Natur und genau, auch so ein bisschen im Einklang mit der Natur, was so Jahreszeiten und Wetter angeht, leben wollen. Und ja, deswegen gibt es nur einen kurzen Blick darüber, aber wir ziehen jetzt weiter. Und für den Ausblick hat es sich allein auch schon gelohnt, hier hochzukommen. Also echt eine super Aussicht und so ein bisschen Tempel und Säulen und alte Steine sieht man auch von hier. Und es ist natürlich auch, besonders wenn die Sonne scheint, immer mal gut, sich zu bewegen und rauszugehen, spazieren. Wir sind jetzt in der kleinen Stadt Delphi rumgelaufen und es ist interessant, weil, wie schon erwähnt, war halt Delphi früher eine voll bedeutende griechische antike Stadt und heutzutage ist es halt gar nicht mehr so, sondern es ist ein eher kleiner Ort und es ist natürlich immer interessant, wie sich das so entwickelt, weil wenn man Rom betrachtet, das war auch in der Antike eine bedeutende Stadt und ist jetzt halt immer noch eine bedeutende Stadt. Delphi hingegen, das liegt vielleicht auch daran, dass Delphi halt so am Berg ist, kann sich halt nicht krass vergrößern und ist deswegen einfach ein gemütliches kleines Städtchen, wo einfach nur riesen Touribusse ankommen, damit Leute diese Ruinen besichtigen können und dann fahren sie aber auch wieder weg. Draußen ist es ziemlich kalt, deswegen wärmen wir uns hier jetzt ein bisschen auf. Deswegen haben wir vorhin ein bisschen zu, um die Energie ein bisschen zu speichern. Und außerdem ist Mittagszeit, das heißt, wir essen jetzt hier lecker von Mariano gebackene Brötchen und haben aber auch uns so einen Hefezopf gekauft mit Tahini-Füllung. Das heißt, Tsureki, ist wahrscheinlich nicht ganz richtig ausgesprochen, aber es ist ein traditionelles griechisches Gebäck, das es zur Osterzeit gibt und auch davor. Und auf der Verpackung stand, dass es halt suitable for fasting ist, also ist es vegan, perfekt für die Fastenzeit und perfekt für uns gerade. Und ja, Tahini scheint was ziemlich Traditionelles zu sein oder Häufiges in Griechenland, weil es hier ganz viele leckere verschiedene Tahini-Sorten gibt, auch mit so Schokolade und so. Und da probieren wir uns gerade ein bisschen durch. Nach dem Mittagessen ging es einen knappen Kilometer weiter zur nächsten Tempelanlage. Diese liegt auch direkt an der Hauptstraße und ist frei zugänglich. Kaputt! Und mehr Infos erzählt euch jetzt Laura. Also richtig krass informiert bin ich jetzt auch nicht über diesen Tempel, aber es sind verschiedene Tempel, die für Athen gebaut worden sind, 500 Jahre vor Christus. Viele davon sind jetzt leider schon zerstört, aber es gehört alles zu diesem antiken Delphi und ist natürlich im Prinzip eine kleinere Version von der Akropolis in Athen, wo wir auch noch hinfahren, aber sind halt Tempel für die Göttin Athen. Ebenfalls nur ein kurzes Stück weiter die nächste kleine Stadt zum Besichtigen. Es ging allerdings noch etwas bergauf, wurde immer winterlicher und gefühlt kamen wir irgendwo in den österreichischen Alpen raus. Das ist ja abgefahren. Ich fühle mich gerade wie in den Alpen, so im Winterwunderland, ey. Ey, das ist ja richtig cool und lustig. Wir sind jetzt ein Stückchen weiter von Delphi in der Stadt Arashowa und es schneit. Also es ist und wirklich der gleiche Schnee. Tag und nur ein paar hundert Meter weiter oben in den Bergen und ich habe das Gefühl, wir sind in irgendeiner Alpen-Winterwelt gelandet. Hier also gibt's auch Skisachen. Ja, Skisachen, die Architektur, wir laufen da jetzt gleich noch ein bisschen lang. Es sieht halt, also es sind überall so Lichterketten und es sieht doch richtig weihnachtlich aus und so. Und wir hatten ja, Mariano war ja auf Sizilien Weihnachten und ich war in Spanien. Das heißt, wir hatten halt auch noch gar nicht so einen Winter dieses
Dieses Jahr und auch letztes Jahr quasi nicht. Ja. Sehr witzig. Aber so lange wollen wir auch nicht bleiben, weil kalt. Ja. Achso, und das ist übrigens nicht unser Auto. Das ist, hier gibt es ziemlich viele Düdos, richtig krass. Ja. Irgendwie voll lustig, dass es hier jetzt auch diese fake-antiken Vasen für Touris zu kaufen gibt, weil das assoziiert man natürlich nicht mit einem Ort wie diesem, wo es total bergig ist, es gerade schneit und es eher Winterstimmung ist und diese Vasen sind ja eher so was Antikes, Sommerhaftes mit dem Meer und was man sonst mit Griechenland assoziiert. Oh ja. Oh. Krasser Eiszapfen hier. Kann man was essen? Ja, aber auf jeden Fall richtig spannend hier rumzulaufen mit dem Schnee und allem und diesem Skigebiet. Aber weil es kalt ist und schneit und es langsam dunkel wird, wird es Zeit loszufahren. Nicht, dass wir hier im Schnee stecken bleiben. Ja, oder übernachten, das wollen wir hier halt nicht. Da müssen wir noch ein bisschen Berg runter schaffen. Ja. Da mache ich mal wohl die Nebelschlussleuchte an. Uiuiui. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, nach Schweden kein Schnee mehr für uns im Van, weil wir keine... Aber ist doch schön. Ja, es ist schön, aber es ist halt kalt und wir haben keine Sommerreifen. Nee, wir haben nur Sommerreifen. Ja, und jetzt gerade ist schon ganz schön krass Schnee. Naja, aber er bleibt ja nicht auf der Straße liegen. Es schneit ja jetzt hier noch ein bisschen, also heute Nacht wahrscheinlich vielleicht, weil jetzt war es eben noch über 0 Grad. Aber in der Nacht soll es hier so -10 werden. Das wollen wir auf jeden Fall nicht Nee. -10 irgendwo schlafen. Deswegen versuchen wir jetzt noch wirklich weit runter zu fahren und nicht mehr in den Bergen zu sein. Oder nicht auf hier geht's so runter. hohen Bergen. Okay, wir haben es jetzt aus dem Schnee geschafft. Wir sind jetzt unter 300 Meter und da schneit es nicht mehr und es liegt auch kein Schnee mehr an der Seite. Also haben wir das Schlimmste geschafft. Hoffentlich bleibt das so. Ja, leider blieb es nicht so. Obwohl wir aus den Bergen rausgefahren sind, wachten wir im tiefsten Winter und völlig eingeschneit auf. Oh je, das haben wir jetzt nicht erwartet. Wir wollten ja eigentlich jetzt nach Athen fahren, noch heute so 1,5 Stunden. Haben jetzt hier an so einem Friedhof, Parkplatz übernachtet. Aber jetzt ist einfach alles voll Schnee. Das Gute daran ist, wenn es doll regnet, dann ist es immer richtig laut im Van. Und Schnee ist natürlich richtig leise. Deswegen haben wir gut geschlafen. Aber es ist natürlich jetzt ziemlich kalt. Und so wird es ein bisschen schwer, jetzt noch 1,5 Stunden Auto zu fahren. Deshalb baue ich jetzt erstmal einen Schneemenschen. Bevor wir fahren, versuche ich noch mal ein bisschen Schnee zu machen. Und jetzt sieht man auch, wie viel Schnee gefallen sind. Das sind ja echt 10 cm oder so. Uiuiui. Oder vielleicht losfahren und einmal eine Vollbremsung machen. Ja, deshalb kam auch kein Solarstrom rein. Nein, das ist nicht Schweden, das ist Griechenland.